So, ich versuche mal jetzt den Umbau auf die schnelle Variante zu machen. Wir haben hier das Auto und fertig ist das Auto. Ja, Mitteldiff ist drin, Akkufach muss noch rein und dann kann es abgehen. Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, heute zweimal Losi LSD XXL. Das hat folgenden Hintergrund. Losi Latif hat mich über Facebook angeschrieben und meinte, er ist gerade nicht in der Lage, den Umbau durchzuführen, da er einen Arbeitsunfall hatte. An dieser Stelle nochmal gute Besserung. Er hat halt Verletzungen an den Händen, an beiden Händen, und da ist das Schrauben halt ein bisschen eingeschränkt. Und ja, wo ich dann halt später dann noch mit ihm kommuniziert habe und noch erfahren habe, dass eins von der Tochter ist und eins von ihm. Ja, da war ich froh, dass ich zugesagt habe. Da kann man jemandem eine Freude machen. Die Tochter freut sich schon riesig, die Nathalie. Ja, und das ist halt eine kurze Anleitung für ihn und für euch, was ich halt hier gemacht habe, da ich auch wirklich kein Videomaterial gefunden habe, wie der Umbau vorzunehmen ist. Ja, und was ich hier noch ergänzt habe zu dem Umbau, ja, das alles in diesem Video. Ich würde sagen, ich quatsch nicht weiter rum, sondern starten mal direkt mit dem, was wir dafür benötigen und was ich halt so ergänzt habe dazu. Ja, erstmal zum Wesentlichen, was dabei ist. Wir haben hier die untere Platte, den Diff-Halter an sich und eine obere Abdeckung. Bei denen, ja, da fehlte schon die Abdeckung, die hat er wohl noch zu Hause. Und dann sind da halt nochmal Schrauben und zwei so ominöse Teile, wo ich erstmal gedacht habe, was ist das denn? Aber dazu kommen wir gleich. So, das sind noch meine ergänzten Teile, also der Bereich hier. Ich verwende hier ein bisschen längere Schrauben, da mir die ein bisschen zu kurz sind. Aber zu den Sachen kommen wir gleich beim Umbau. Also wenn ihr das Ganze mit einem 48er ein Hauptzahnrad macht, dann braucht ihr die Teile schon mal nicht. Beziehungsweise den braucht ihr eigentlich auch nicht, wenn ihr die originale Receiver-Box beziehungsweise Empfängerbox dran lässt. Geht das ja ziemlich knapp. Also der Motor, der liegt da schon an. Deswegen habe ich mich für die Variante entschieden und habe halt hier den noch mit dazu geholt. Aber in der Regel würde es auch so funktionieren. Und der Part hier, ja, die zwei Sachen brauche ich halt für den Umbau mit der Empfängerbox, da ich den ein bisschen modifiziert habe, weil der halt etwas zu hoch stand und zu weit nach hinten. Und der Part, den habe ich gemacht, weil ich das 45er Hauptzahnrad benutzt habe. Ja, das erkläre ich euch gleich am Auto. Ja, und das ist nochmal eine Halterung für den Regler. Und hier habe ich nochmal eine Halterung für das Kabel, damit das nicht da rumfliegt. Und halt, wie gesagt, ein paar Schrauben. So ein kleiner Hinweis an dich. Ja, ich habe hier noch eine Stimmscheibe rausgeholt aus den Diff vorne, da das ein bisschen schwergängig lief. So, jetzt kommen wir zu den besagten ominösen Teilen, die ich am Anfang nicht wusste, wohin damit. Die kommen hier auf das Diff, also auf den Eingang vom Diff. Das ist eine Verlängerung von der Welle. Dann kommt dann nachher die Welle da drauf. Da wir sonst hier am Diff, ja, fehlt uns halt das kleine Stück. Hier habe ich auch die Scheibe eben rausgenommen. Die sitzt hier vorne am Triebling. Die auf jeden Fall raus, weil so läuft das viel besser. So, und jetzt, um den hier drauf zu machen, ich gehe eigentlich immer mit so einem kleinen Schraubendreher hier zwischen.
und drückt das Ganze so ein bisschen zusammen. Jetzt nicht volle Pulle, sondern so, dass das anliegt. Dass das nicht hier, wenn der nachher fest ist, die Madenschraube, dass man den hier nicht vor und zurück bewegen kann. Ganz wichtig bei der Madenschraube auf jeden Fall Loctite drauf. Also das ist so eine Stelle, wo ich nicht mit den Loctite spare. Jetzt so einen kleinen Schraubendreher eben dazwischen, dass der nicht vorrutschen kann. Den da richtig drauf gesteckt. Wirklich nur so eben drauf gesteckt, dass der ja spielfrei da drin sitzt. So, richtig festgezogen. Okay. Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen Fett mit rein. Das zwar, würde zwar ausreichen, aber lieber noch ein bisschen mehr rein. Und dann machen wir den Deckel drauf und dann überprüfen wir das Ganze nochmal. So könnte, obwohl die Lager sitzen da eigentlich richtig stramm drin. Also so in die Richtung kann man den nicht wackeln. Dann hätten wir ein ungenaues Bild. Das ist wirklich Spiel 0. Ja, mit der Schimmung haben wir ja hier schon eine Schimmscheibe. Wir sind schon nach da. Das heißt, mit der Schimmscheibe, die hier drunter sitzt, haben wir den Triebling weiter zum Tellerrad hin. Und da das kegelförmig ist, wird das weiter rangedrückt, also enger. Das fand ich nur viel zu eng. Das war wirklich hakelig. Deswegen habe ich den jetzt rausgenommen. Und ja, so läuft das schon viel besser. So, jetzt können wir die Welle ansetzen. Vor allen Dingen können wir die jetzt auch immer im eingebauten Zustand ein- und ausbauen. Da wir das nicht mehr rein und raus stecken müssen. Denn wenn wir jetzt den hier jetzt im ausgebauten Zustand, im eingebauten Zustand draufschieben würden, könnte es passieren, dass wir den Triebling nach innen drücken und somit das Ganze enger wird, beziehungsweise drückt er sich dann wieder zurück, aber dann haben wir hier halt ein Spiel drin. Das ist nicht so toll. Also dieses Hin und Her ist nicht wirklich gut. Ja, das läuft richtig schön sauber. Aber wenn das Spiel zu gering ist, muss das nicht unbedingt kaputt gehen dadurch. Aber dadurch, dass das schwerer läuft, wird der Akku auf jeden Fall ja, ein bisschen früher aufgeben. Da das alles eine Anstrengung ist für den Motor und das heißt dann wiederum, der zieht mehr Akku und damit hat man weniger Fahrspaß. Also bei dem vorderen Diff war die Schimmscheibe schon draußen. Ja, habe den auch eben hier zwischengehalten, den richtig drauf gesteckt, angezogen, Loctite drauf. Und jetzt tue ich noch ein bisschen Fett mit dran, weil da ist ein bisschen wenig Fett dran, finde ich. So, jetzt zu dem Empfänger, Empfänger bzw. Reglerhalter. Das ist ja der aus dem 3XLE. Der passt aber von den Abständen her hier rein. Also die Originalverschraubung ist hier, hier und in der Mitte. In der Mitte haben wir hier nichts, aber hier passt der rein. Allerdings wird der nur so rum reinpassen. So rum steht das hier viel zu weit nach vorne, da ich den Motor halt nach vorne hin einbauen werde. Man könnte das Ganze auch andersrum drehen, aber dann hat man wieder halt hier den Motor, da müsste man sich mit den Batteriefächern nach vorne, das ist dann wieder zu viel Umbauarbeiten. Ja, die alte Empfängerbox, wenn das hier so drin steht, das hier kommt schon an den Motor dran. Das ist zu eng, das geht, aber der liegt halt da dran an. Und bei der Fahrt wird das andauernd scheuern und ja gut, würde den Motor jetzt nichts machen. Hier würde sich das ein bisschen abscheuern, aber ja, fand ich jetzt nicht so toll. So, bei dem habe ich halt das Problem, beziehungsweise ist eigentlich gar kein Problem, man könnte den auch so montieren. Bloß der steht halt zu hoch. Ich finde, umso tiefer, umso besser.
Deswegen werde ich den hier kürzen bis hierhin. Also bis zu den Anschraubungspunkten. Und dann kommen meine kleinen Konstruktionen hier zum Einsatz. Die werden dann da dran angeschraubt und dann kann man den von unten hier dran anschrauben. Also ich fräse das mal eben runter und dann machen wir weiter. So, jetzt ist es runtergefräst und jetzt kommen wir auch bis auf die Servos runter. Also die Position finde ich viel angenehmer, weil wir einfach von den Schwerpunkt viel tiefer sind. So, jetzt können wir hier die kleinen Stücke anmontieren. Also das ist einfach nur, um den Punkt, den Anschraubpunkt nach da zu versetzen. Hier ist eine Senkung drin, da wird der angeschraubt und dann mit der Schraube, ja, so rum. Also das Ganze sitzt dann so rum da drin. So, jetzt die Reglerplatte. Der Regler kommt so da drauf. Wird von unten mit 2 Senkkopfschrauben, oben eine Mutter drauf, festgeschraubt und dann kommt der auf unseren Halter drauf. So, jetzt ist das montiert und ja, so gefällt mir das. Es ist tief genug. Wir müssen nicht unnötig den Schwerpunkt nach oben treiben. Und das Ganze ist mit 2 Schrauben da. Und na, sieht man nicht, auf jeden Fall auf der Seite da. Also rechts und links vom Servo 2 Schrauben und dann kann man das abmontieren. So, den Empfänger habe ich dir wieder reingelegt, angeschlossen. Den brauchst du eigentlich nichts zu öffnen. Das ist so ready. Bei den anderen musst du halt nochmal öffnen, da war ja kein Empfänger bei. Ja, dann kommen wir zum Diff-Aufbau. Nicht wundern, hier ist so schwarzes Zeug, das ist Farbe. Das nutze ich, um die Schrauben dann nochmal zu sichern, damit die sich nicht lösen. Weil im Plastik kann man ja nicht wirklich da, beziehungsweise ist das nicht gut, da Loctite mit rein zu tun in den Plastik. Deswegen sichere ich die so immer von außen mit ein bisschen Lack. Ja, zum Aufbau des Mitteldiffs, den hier hinten. Das ist wirklich sehr genau gefertigt, das Ganze. So, der Teil hier vorne. Und dann mache ich halt die 2 Alustreifen noch mit darunter. Da ich mit den 54er Hauptzahnrad ja unten rausgucke. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so weiter tragisch. Allerdings, wenn man jetzt das Auto von unten und laufen lässt oder sowas, könnte man mit den Fingern drankommen. Von daher habe ich mich jetzt dafür entschieden, es so zu machen. So, Mitteldiff ist zusammen und jetzt kommt man da auch nicht dran. Jetzt ist das die 2 mm, die machen halt einiges aus. Es ist flach und wenn man jetzt da drauf packt, können die Finger da nicht mehr dran kommen. Klar, wenn man da reindrückt natürlich, aber so ist das schon mal besser. So, jetzt machen wir das Ganze rein. Auch richtig rum rein. Die Wellen ansetzen. So, wenn wir das jetzt so reinmachen würden, wären die Wellen hier zu dicht ans Chassis dran. Die würden da dran kommen und deswegen kommen hier halt noch die Streifen dazu. Dann steht zwar hier ein bisschen über, aber das steht eh schon über. Dadurch, dass das sowieso hier höher steht wie hier, ist das eigentlich kein Problem. So, das Diff ist verbaut und ja, jetzt machen wir den Motor noch rein.
Ja, das Ritzelspiel passt und ja, jetzt können wir die Schrauben ganz anziehen und die Abdeckung drauf machen. So, Abdeckung ist drauf, jetzt noch die Motorkabel anschließen. So, dann sind wir auch schon fast am Ende. Noch ein Teil. Und zwar habe ich hier noch so ein, ja, ich weiß gar nicht mehr, wovon das war, aber das passt hier gut hin. Da mache ich dann mit Klett einfach den da feste, dann schlackert der nicht hier rum und ist so ein bisschen geführt. Müsste man halt mal schauen, dass du die Kabel hier so herlegst, beziehungsweise kannst du vielleicht den sogar hier hinschrauben nachher. Oder gar hier ist auch noch ein Loch. Könntest ihn eventuell auch noch hier hinschrauben. Das musst du dann später mal gucken, dass die Kabel da nicht in die Zahnräder reinkommen. Ich schraube dir den jetzt erstmal hier drauf und dann kannst du ja mal schauen. Also, das letzte Stück ist auch angebracht und wir haben das Projekt abgeschlossen, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, das reicht an Infos und du hast jetzt einen Überblick, was ich da alles dran gemacht habe und vor allen Dingen warum. Ja, hoffentlich bist du zufrieden damit und ja, ich hoffe, den anderen hat es allen Spaß gemacht beim Zugucken. Ja, dann wünsche ich der Nathalie noch viel Spaß mit dem Auto. Ja, jetzt habe ich sie jetzt einpacken und losschicken. Ich hoffe, ja, ich schätze mal, ihr werdet das Video sehen, bevor ihr das Auto bekommt. Ich weiß nicht, mal schauen, wie schnell die Post ist. Ja, ansonsten war es das halt mit diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC Werkstatt.